Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht warum und weshalb, aber das WLAN ist bei mir ausgefallen vor kurzer Zeit. Deswegen ist der Stream erst so spät. Ich hätte einen anderen Stream zuvor gemacht, aber also um 20 Uhr, aber da ist das WLAN abgeschmiert und da war das Stream nur 2 Minuten lang. Also hat es nichts genützt. Ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen länger bleibt. Weil hier ist noch eine Mission, die wir machen müssen. Namens, Moment. Erstmal den Stücke hauen. Looten können wir nicht. Hier, das da. Ein unbekanntes Ereignis hat stattgefunden. Ja, was genau? Weil es soll unter der Map sein oder irgendwie in die Kanalisation, denke ich. Und dann war es doch nicht so weit. Und dann bin ich jetzt hier in der Kanalisation und ich hoffe mal nur, dass es das ist, was es ist. Und was das ist, was ich denke, was es ist. Und zwar... Gib mir einen Moment. Der Werwolf hier. Der ist Abfuck. Ah, fuck. Du musst ich ganz runtergehen oder kann ich vielleicht so eine Stufe? Okay, das funktioniert. Ah, kommt er hoch? Nein, er kommt nicht hoch. Nice, ich habe einen Glitch gefunden. Sehr geil. Weil der ist übelst stark. Übelst stark. Wirklich sehr, sehr stark. Und ich hoffe, ihr hattet einen relativ entspannten Tag. Ach, guten Tag, Benjamin. Oder guten Abend. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen entspannten Tag gehabt, sofern und einen angenehmen Abend. Du hast eine Nachricht zurückgezogen. Interessant. Upsala. Gott, so viel Damage macht er halt schon. Der macht extrem viel Damage halt. Gut, das macht ihm Damage. Sehr schön. Ich werde ihn so gut wie down kriegen. Gut. Dem faulsten Kanal Deutschland. Ja, dem geht's gar nicht ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einen Glitch rausgefunden. Also eine Art Glitch. Sehr schön. Und, naja. Da er mich nicht bewerfen kann oder so, ist es relativ einfach. Müsst jetzt einfach nur ein bisschen warten. Wie ich auf die Idee kam, ich dachte mir so, erstens passt dieses Bild nicht, quasi dieses Intro-Bild, ne? Also wenn, keine Ahnung, keine Thumbnail gibt, also quasi wenn das Spiel oder der Stream nicht sagt, ich nehme mal ein Sekundenbild aus dem Stream, dann nimmt es dieses Call of Duty Cold War, GTA 5, Apex und irgendwas anderes noch. Und das passt nicht als Bild, Abdeckbild so. Da dachte ich mir, nimm was Allgemeineres, was auf dein Kanalbild auch irgendwie besser ausstellt, ohne dass du in prekäre Lage kommst, dass das halt das Thumbnail nicht richtig beschreibt, was ist. Und da dachte ich mir so, nimmst du einfach ein badass Bild, machst es so ein Alpha-Gesicht ein bisschen und dann machst du halt noch, dass sich der Zeigefinger zeigt auf Alpha, also auf mich oder auf andere Leute, je nachdem. Oder ich zeige auf dich quasi, du bist auch ein Alpha, bla bla bla. Und dann halt noch unter dem Gesicht quasi der faulste Kanal Deutschlands. So in die Richtung. Weil ich bin halt faul. Das ist schon allgemeine Meinung, theoretisch gesehen, oder? Ich bin schon sehr faul. Oh fuck. Upsala. Entschuldigung, Sir. Oh fuck. Oh, sehr schön. Den habe ich bekommen.
Sehr geil. Der Fight war anstrengend. Ziemlich einseitig, aber anstrengend. Also überhaupt nicht gecheatet. Irgendwie gar nicht. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Despicable. Ups, ich wollte jetzt eigentlich die Ratte essen, aber der hat so viel Protein. I have this thirst for blood. It's a leech, it's a leech. Das sind wir wahrscheinlich so oft noch in diesem Spiel. Ist das Ausrufezeichen? Ja, das Ausrufezeichen ist nicht schon mal weg. Sehr schön. Denn jetzt haben wir eine wundervolle Waffe namens Newton's Säbel. Sehr nice. Dann verlassen wir jetzt erstmal direkt und konzentrieren uns auf den Jäger oder einer der speziellsten Vampirjäger Londons. So würde ich ihn zumindest nennen, soweit meine Erfahrung ausreicht oder weit reicht. Deutsch. Nebenbei, aber als das WLAN ausgefallen war und ich schon im Game war und der Stream vorbei war, also der 2 Minuten Stream, den ich gelöscht habe, da habe ich nochmal ein anderes Event oder sowas, was auch war, gemacht. Quasi, da war eine Person, die vermisst wurde aus dem Krankenhaus. Da hat ein Arzt ihm falsche Tabletten gegeben und ihn dann operiert, sodass er daran gestorben ist. Also er hat quasi an den rum experimentiert. Und jetzt werden wir mit dem erstmal noch ein ernstes Wörtchen reden. Bevor wir mit den guten Vampirjäger sprechen. Ach, übrigens, Benjamin. Wir haben insgesamt 4 Spiele, die wir ungefähr noch spielen werden, bevor wir Resident Evil 4 Remake wahrscheinlich spielen werden. Zur Auswahl. Einmal Alex ist quasi ein Open-World-Spiel und du kriegst am Anfang ein Jetpack, wo es dich halt ganz schnell auf Dächer und versteckte Orte bringt, wo du nur mit Jetpack hinkommst, also richtig geil. Mit sehr vielen verschiedenen Fraktionen, die du dich anschließen kannst, weil du am Anfang bist du so ein richtiger Badass, dann wirst du verstoßen und dann musst du dich wieder hocharbeiten, um dich zu rächen und dann kannst du die verschiedenen Fraktionen schließen, Schrottsammler, Techniker und irgendwelchen Berserkern. Und dann wirst du halt, bei Berserkern hast du Magie, bei Klerikern hast du Lasergewehre, bla bla bla, und Schrottsammler hast du so Schrotflinten, Raketenwerfer, bla bla bla. So, also ist schon ganz geil, aber das ist ein riesiges Open-World-Spiel halt. Das zweite Game wäre Hitman 3, und das erklärt sich schon von selbst. Erika, das dritte Spiel wäre Erika, quasi ein Horrorspiel. Und das vierte Game wäre Wolfenstein 1. So viel dazu. Nur, dass du Bescheid weißt. Für welches Spiel würdest du denn theoretisch stimmen? Von diesen allen 4. Alex, Hitman 3, Erika, also Horrorspiel, oder Wolfenstein 1. Also quasi dieses Spiel, wo ein Pole das ganze Nazi-Universum zerstört. Also voll geil eigentlich. I have been arrested for multiple crimes, including battery on a police officer, grand theft, declaring war on Italy, and public indecency. I will be escaping prison. Was schickst du mir mal wieder, ey? Das ist so typisch. Das wäre auch interessant, aber ich habe mir halt vorgenommen, theoretisch, wir machen morgen ein großes Pack Opening. Und da ich nicht so viel verdiene in der Ausbildung, zumindest weil ich halt Wohnung bezahlen muss, Essen bezahlen muss, bla bla bla. Warum kann ich nicht mit denen reden? Cool. Sehr cool. Macht Spaß.
ja, werden wir Resident Evil 4 nicht spielen, weil morgen machen wir noch mal ein Apex Pack Opening und dann schauen wir mal, was wir alles rauskriegen. Vielleicht sogar ein Erbstück und das sind dann 100 Packs ungefähr. Handeln. Mit Echtgeld? Ja, natürlich mit Echtgeld. Natürlich, Kollege, natürlich. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt 100 Level oder 200 Level einfach innerhalb von ein paar Wochen aufgearbeitet habe. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. Und außerdem kostet Resident Evil 4 übelst viel Geld. Und ich gebe nicht so viel Geld für einen Haufen Scheiße. Also nicht einen Haufen Scheiße aus, aber Shitstorm ist gestartet worden. Nein, allgemein. Es ist einfach so, die überteuern die Sachen. Und bevor ich mir das kaufe, gute Nachricht, Benjamin, in 2 Wochen ist meine PS5 da. Weil sie wurde bestellt und sie sollte in 2 Wochen da sein, wenn sie nicht später erst geliefert wird. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a Nein, mistake? nein, nein, ja. Okay. Das soll ich jetzt vielleicht nicht abspielen hier, dafür könnte ich gecancelt werden, theoretisch. Goodbye, Nurse. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. Sagen wir einfach, ich kaufe es mir wahrscheinlich. Nur, wenn ich es mir kaufe, dann für die PS5. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Okay. Bei dem haben wir noch nicht so viel. Okay. Dann haben wir mit denen ein ernstes Höfchen zu reden. Rerum Trading. Was tradest du Schönes? Geld? Nein, erstes Like ist da. Ey, danke dir, aber gleichzeitig warum? Vielen Dank, aber dennoch warum? Ich meine, klar, wenn man mal einen Content mag, gerne, aber nur aus Freundlichkeit musst du es nicht tun, weil dann kriegst du immer Videos von mir angezeigt und wenn du, klar, dich für ein bisschen meiner Videos interessierst, dann macht's nichts, aber danke dir trotzdem. Es ist halt nur so, liked nur, wenn ihr auch mehr Videos, wenn ihr in Kauf nimmt, dass ihr mehr Videos von mir angezeigt werden bekommt. Na, also, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Mir sind Like nicht so wichtig. Genauso wenig wie Abo. Aber trotzdem, vielen Dank fürs erste Like. Good. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Er ist gesund, okay, gut, dann. I have to go now. Ja, ich will die alle aussaugen, aber ich darf nicht, sonst ist die Hauptstory so schnell zu Ende. Oder zumindest, dann wird die Hauptstory extrem schnell fortgesetzt. Und darauf habe ich noch keine Lust. Weil ich will, dass die Leute genießen, jeden einzelnen Schluck genießen. Okay, gut, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Das ist besser, okay, dann hauen wir raus. Ja, okay. Alter. Please show. Of course. Okay, Benjamin. Wir wissen Bescheid, glaube ich.
ich gestern auf Klo. Obwohl, nee, das war letzte Woche. Das war zu geil. Das war zu geil, der Schrei. Ja, okay. It's locked, all right. Okay. Gut, jetzt wird es schon diskriminierend hier. Ich merke schon. Nun denn. Ich finde es nett, dass Leute liken, aber gleichzeitig, warum? Also, ich freue mich, aber, Sollen es nur tun, wenn es denen auch was bringt, quasi. Wenn sie da einen Nutzen draus ziehen. I'm quite bit. Thank you for your time. No shit, Sherlock. So, aber mit wem muss ich denn jetzt reden? Oder wen muss ich einen Anschluss geben? Der hat schon geredet. Hier auch. Dem auch. Ist noch draußen hier irgendjemand? Nope, den kennen wir. Da ist er. Dem müssen wir reden. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Ja, schlecht negative. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Also ist er immerhin ehrlich, auch wenn wir ihn beeinflussen. I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. I will cover for you, Dr. Tibbets, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use. Ich kann dich nicht zwingen. Ich lasse dich auch nicht zwingen. Ich habe mich entschieden, dir zu vertrauen. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Aha, neuer Hinweis. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea, read poetry, and wait for death. Ich glaube, das können wir uns alle vorstellen, oder? Das ist doch ein schöner Traum. An dem Strand zu sein und, naja, allgemein immer schön irgendwas auf Hawaii trinken, halt dann ein schönes Haus haben, lesen, am Strand sein, buddeln, Schätze vergraben, okay, nein, aber hauptsächlich halt sehr viel Spaß haben im Wasser und so. Das wäre doch mal was Schönes. Und ja, wir bringen ihn jetzt um. Lesen macht intelligent. Das sagt man nicht so, das ist auch eine Wahrheit. Wenn du sehr viel liest, stotterst du weniger beim Vorlesen. Also ich sollte mal wieder lesen. Und deine Aussprache und deine besagte bei Unterhaltung bist du wortgewandter. I'm sorry, Nurse Brannigan. I won't witness the great doctor you were destined to be.
optimal. Ja, also es ist ziemlich gut. Ich habe ziemlich viel gelernt durchs Lesen und vor allen Dingen gelernt zu lesen. Aha. Jetzt kann ich es machen, anscheinend. Cool. Opium. Okay, let's go. Das schauen wir uns direkt mal hinter die Binde. Let's go. Sonst ist hier nichts mehr. Nur diese 3 läppischen Kisten. Gar nichts. Okay. Da kommt man nicht raus oder rein. Dann haben wir jetzt insgesamt 4.900 Punkte, fast 5.000. Damit können wir uns ein ordentliches Update holen. Oder Update machen. Update, ja, ihr wisst schon. Oh, danke, jetzt hast du uns Mühe mal gefühlt. Sehr cool. Hey, Doc. I'll leave. Ja, jetzt, sorry, du hast mein Geheimnis geknackt. Ich stalk gerne pinkelnde Leute. Ich liebe es, okay? Ich kann einfach nicht. Ich muss Leute beim Pinkeln beobachten. Dieser Strahl, der aus einem Menschen hinauskommt. Es ist ein Traum. Ich liebe diesen Strahl. Er ist so voller Natur, so recycelbar und wiederbenutzbar. Es ist eine einzige Faszination. Good evening. Good evening. Oh, was war das denn? Ja, da war nichts, okay. Good. Ich bin krank, einfach nur krank. Yep. Du hast es am Ende rausbekommen, Benjamin. Du kannst stolz auf dich sein. Dieses Geheimnis war lange von mir behütet, aber keiner konnte es wissen. Keiner. Aber du hast es rausgekommen. Jetzt seht ihr alle mal, was für ein kranker Bastard ich in Wirklichkeit bin. Ich weiß, ich bin eine Abgeburt des Teufels. Ich bin eine schlimme Person. Es tut mir leid, dass ich miterleben musste. Diesen Stream werde ich hiernach löschen, denn es ist eine einzige Schande, das zu wissen. Zu wissen, dass It's locked, all right. naja, dass ich so bin, wie ich bin. Es ist schlimm. Nein, der Stream wird da bleiben. It's locked. Natürlich ist es verschlossen. So, dann reden wir mal mit dem guten Arzt. Können wir das aufschließen? It's locked. Natürlich nicht. Let's go. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your Er holt die Kamera raus. Da musst du noch so schreiben. Moment. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. So, und dann... This is sacred ground. Neutral territory. Und dann musst du sowas noch in den Schuh schreiben. And I just had the carpet. 4K. Du hast mich in 4K erwischt. By the sacred stone, this is very bad news. Bad news indeed. Ja, warnender Brief. Okay. Wait. Wir müssen die ganzen Briefe nochmal ganz kurz durchgehen. Zumindest die meisten. Kann sein, dass wir einen Hinweis übersehen haben. Ah, guck mal, wir haben ein paar Punkte durch das Lesen
bekommen, gerade sehe ich gerade. Wir kriegen mal ein bisschen Punkte durchs Lesen. Okay, das wusste ich gar nicht. Gut. A love letter from Hätten wir. Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Okay. Who should I give it to, I wonder? Es gibt noch sehr viele Geheimnisse, die du über mich aufdecken kannst. At least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm. Guck mal, ganze Hinweise. Ach du Scheiße, habe ich neue Hinweise entdeckt. So viele. What the fuck? Alter. So, ein paar Leichen wird niemand bewerten. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Ich sag nur so viel, ich habe ganz viel gekillt und trotzdem hat keiner der Patienten das Krankenhaus verlassen in meinen anderen vorgespielten Teil. Who is he? Sind meistens nur verschwunden in diesem Fall. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Ich bin schon wieder... Alter, wir haben sie ausgesaugt, die Schwester. Und dann müssen wir noch... Bin ich wieder schon ihre einzige Hoffnung, Mann. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. We know what we know, yeah, exactly. You know what you know, but you know just 1%. You just, But I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please. ich habe verstanden, was das erkunden heißt. Ihr habt erst 1% meines Ozeans erforscht. Seems he was infected Das after kann man all. missverstehen. Ihr wisst schon, ich weiß schon. More beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. Schließlich muss ich von den trinken. Ich muss sie beschützen. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Oh. Okay. If you don't mind, I have a few questions. I'd be delighted to help you if I may. Also werden wir ihn jetzt töten anscheinend, okay. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. Aber He natürlich. was observing me Ach with Mann, the Benjamin. obvious intent to do me harm. Was schickst du denn hier schon wieder? Very Achso. presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, John. Ja. You've no Ja. idea what this creature really is. Perfekt. Ein I recently tried to naja, enter a church. ein Video zum It has been a very naja, zur unpleasant Erholung, ne? experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial. Ich habe gestern von Mike ein Video bekommen, das einen im wahrsten Sinne des Wortes dumm macht. Glaub mir. Das ist so... Ich mach einfach ganz kurz an. Das ist das durchgehend. Einfach nur das. Und das Lied geht insgesamt 4 Minuten lang. Nur das.
24/7, also 4 Minuten. Und dann haben wir das mindestens uns bis zu 4-mal angehört oder so. Und wir wurden einfach richtig dumm. Also er hat gefeiert, ich auch für kurze Zeit, und dann wurde ich irgendwann richtig... Sure, Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the Ich kann dir noch eine schlimme Wahrheit über mich erzählen. Ich habe noch nie geraucht, bis auf Gras. Ich habe mal einmal einen kurzen gezogen. Aber es war so wenig, ich habe nichts gespürt. Es war genauso übertrieben wie immer. Aber das war nicht der Kollege, der es mir ausgegeben hat, der war einfach so gechillt und so, lass mal, ich krieg den Hauptteil. Und dann war der wirklich alles gezogen und ich so, Mano, ich spüre nichts. They know I'm here now, don't they? I understand your need for blood and will not get in your way. Stehst du auf solche Musik, Benjamin? Magst du solche Musik? Oder geht's um den Joint gerade, was du gesagt hast? Geil. Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. What exactly happened here while I was absent? Und Gras wird auch das Einzige sein, dass ich jemals im Leben geraucht habe. Ich habe es einmal probiert, ich werde es vielleicht einmal nochmal probieren, aber danach nie wieder, weil ich will halt nur wissen, wie die Wirkung ist, und das war's. Etwas, was deiner Lunge so gut wie nicht schadet, wie so zum Beispiel Nikotin oder eine oder eine Shisha oder so eine Wasserpfeife. Oder wie eine also ein Vapen, als irgendwas anderes. Beides, okay. Perfekt. Einfach die Musik und dann dabei Gras auch passt so. McCallum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. Wir werden ihn so ausschalten, diesen Typen. Thank you. Er ist gesund. Den dürfen wir leider nicht töten. Wegen Gründe. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Yes, Sir. Aber jetzt werden wir uns erstmal ein Rundum-Update geben. Wir werden jetzt erstmal uns so richtig updaten, dass keiner uns mehr zu nahe gehen will, weil wir extrem überpowered sind. Das hatte ich befürchtet. Stufe 20, ach, verdammt. Gut, gut. Gesundheit. Komm, machen wir nochmal Gesundheit. Ausdauer. Na, gerne. Sehr schön. Und dann machen wir das nochmal. Nur damit wir es haben, allgemein. Das fürs Lernen. Oh, jetzt habe ich ja... Jetzt muss ich ja Angst haben. Oh nee, nicht das. Ich kenne das. Real Life Metal Pipe. Número 4. Carboar Pipe. Número 3. Square en Metal. Número 2. Oh Mann, das ist so, das ist mein Humor. Honorable Mention. Oh mein Gott. Oh nee, ey. Número 1. Okay. Übrigens, ich hatte ja gestern eine Videos von 911 und da dachte ich mache erstmal einen 9/11-Joke, aber dachte so, nee, lass es lieber. Nicht, dass ich dafür gecancelt werde. Denke ich.
Die heilen wir doch alle mal. Und dann können wir die noch alle mal ganz in Ruhe befragen. Alter, Alter, er haut direkt erstmal raus. Er haut direkt erstmal raus, ey. Ja, sorry, jetzt muss ich dich canceln. Tut mir leid, ich muss dich erstmal bannen für 3 Jahre. Sorry, du kannst den Kanal nie wieder besuchen. Oh, ey. Ja, ich muss sagen, es ist nur zurecht gemacht eigentlich. Es ist nur zurecht, weil Amerikaner machen Witze über 9/11, wir machen Witze über Hitler. Passt doch. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. Das stimmt, dein Blut wird so oder so da I sein. entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Oha. Ich habe das große Bedürfnis, hier zu uns zu Why bringen. not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Wer sind sie How can you wirklich? be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Okay. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've Not under my watch. Thank you. Gut. Wir heilen sie. Milton, Yes, I am. is this... Ja. No. Aber warum ist dann immer noch... Ah, jetzt ist es weg. Okay. Goodbye, Nurse. Hey, wir haben alles aufgeklärt. Also können wir die bald umbringen. Sehr schön. Good evening, Dr. And good evening to you. Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? I'm sure it was not your fault, Dr. Reed. My fault? What do you mean? Oh, nothing. It's just... I heard it was you who brought the murderer inside our walls. But you couldn't know, could you? Ja, können wir es wissen oder können wir es nicht wissen? I would have been confused if anyone... But any doctor... So, geheilt. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. Ach, was denn jetzt? Him. I'm not the real target here. Okay. Gut. Hätten wir jetzt auch das? Da schreit jemand rum. Let's go. Goodbye, Dr. Strick. I'm quite busy. Do you need my... Don't be ridiculous. Let- I wish... Gut. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. Touché. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you.
A little too eager to get promoted? A Muss little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve it. And I don't consider it anything but well earned. What? Ja, da ist ganz schnell bei ihm das Lied ausgegangen, ich merke schon. Do you need... Not a... Okay. Thank you. Er ist gesund, aber mit ihm haben wir noch was, ein Hümpchen zu zupfen. Good evening, Dr. Reed. Such a... Can you tell me anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Aha. Miss Jones's body has gone missing. Yes. The body was brought here this morning. And now it's gone. Schade, er kann sie nicht mehr plündern. Wie traurig für ihn. That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Sagt der Leichen plündert. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Sagen wir so. Do you realize Wir versuchen alle mysteriösen Dinge aufzuklären. Yes, sir. I swear I did, sir. Weil man kann sich gut merken, die Leute, die was einen Hinweis, wo der Hinweis fehlt, sind mit einer anderen Person verknüpft, wo man auch noch einen Hinweis aufdecken muss. Deswegen kann man die quasi alle Hinweise weg haben, umbringen. Das ist das Prinzip quasi, mit dem ich vorgehe. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Wir haben alles aufgeklärt. Er hat 5000 EP. Benjamin, was sagst du? Er hat alles gefaked, er plündert Leichen und hat auch wenn er Leben gerettet hat, hat er einfach alles gefaked, hat ein Krankenhaus fast in den Abgrund getrieben. Töten wir ihn? Können wir gar nicht. Ach, scheiße. Ach, Mann, können wir gar nicht. Ah. Ah. Good evening, Mr. Fiddick. Good. Please, tell me about the recent commotion in the hospital. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. Ah. Some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then a nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Naja. Ein Hinweis benötigt. Ich dachte, er hätte was über den Raum bekommen, aber gut, dann halt nicht. Mir fehlt noch ein Hinweis. Nun gut. Reden wir mal mit der Dame erst einmal. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Es ist die Sache, dass ein anderer Vampir unter uns ist. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. Wir schlafen bis morgen. Ja, hau rein, ne? Guten Schlaf dir, bis morgen. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected.
Good. Gut. Der nächste Patient ist dran. Good evening, I'm okay. I'm okay. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Da fehlt uns noch was. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? I had shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. Gut. I have to... I'm quite busy. Danke für gar nichts. Interessant. Good evening. And Goodbye, Dr. Strickland. Und dann reden wir mal mit dem. Mit ihr. Entschuldigung. Oh, können wir es öffnen? Wenn wir daran vorbeikommen. Was wollt ihr? Weil die bewegt sich gerade. Good evening. Fehlt uns ein Punkt. Na gut. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Können wir uns diese mal zerteilen? Das ist geschmacklos. Gefällt mir. Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. I've experienced Interesting. a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Na dann. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Die Schilfen müssen wir auch am Ende des Tages noch alle umbringen, um quasi der Dracula von uns zu The werden. Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Okay. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Respekt. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Also ich wäre ein Ripper. Selbst in Real Life, ich wäre ein Ripper. No shit, Sherlock.
Welchen Vampir meine ich jetzt, wenn du Good evening, Doctor. Still trying to save lives? In der Tat. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Someone killed Miss Jones in her room, and Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, he got rid of the old bag. Oha. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Hat nicht da so ganz unrecht, ne? I'd like wise choice, Doctor. Also ich kann ihn noch nicht umbringen, weil sonst würde die andere anfangen zu verschwinden oder wegzugehen und das brauchen wir nicht. Hey, Doc. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. Ja, nein. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean we both have claws and we both love to bite. How long do you think the police... Well, Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Touché. Do you want... I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay? I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. Lucky charm. I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Oh yeah. I'll leave you for now. Und wo soll das versteckt sein? Mr. Cox. Irgendwo muss es versteckt doch sein. Wo genau ist nicht klar, aber naja. Nun denn. I've never seen so many people die. Laufen wir mal los, nicht wahr? Mal sehen, ob wir ihn gleich aushauen können. Nee, können wir nicht. Okay. Gut.
Schauen wir mal. Bleibt da stehen. Bleibt alle da stehen und lasst mich trinken. Und trinken. Oh mein Gott! Yummy, yummy, juicy. Okay. Wait, was ist denn das da? It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Lade, 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 lädt, 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 lädt. Ich habe echt was dieser, das hatte ich schon mal in God of War, diesen Kreis ohne Beschriftung. Und schaut mich, ob das ein Bug ist. Ah, sieh an. Da komme ich nicht durch. Doof. Okay. Hier war ich anscheinend noch gar nicht. Dann gucke mal, was wir hier Schönes haben, alles insgesamt. Lädt, 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 lädt. Fässchen. Kein Mülleimer. Das Krankenhaus. Klassisch halt. Es lädt, es lädt, es lädt, 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 lädt. Ja, ja, Beatboxen. Ich konnte es einmal oder irgendwie so summen und ohne sich unterbrechen zu lassen. Summen und dann Beatboxen halt. Das kann ich, aber sonst nichts. Sonst bin ich eher minder bemittelt. Das Messer ist immer noch unauffindbar. Mir scheint ja. Bedauerlich. Warum? Gehen wir mal bei den Docks längs. Um da schnell hinzukommen. Okay. Nope, da wollen wir nicht rüber. Ach man. Die Ladebildschirme sind herrlich. Nächstes Mal mache ich auch